Ein Krieg zwischen den USA und dem Iran. Welche Konsequenzen hätte das für Deutschland, für Europa, für die Bundeswehr und für dich? Mit diesen besorgniserregenden Fragen wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir sehen uns ja schon seit einigen Jahren etlichen geopolitischen Krisen hier ausgesetzt, allen voran natürlich der Krieg in Osteuropa, in der Ukraine. Aber auch was im Mittleren Osten passiert, ist natürlich sehr besorgniserregend. Kein Wunder also, dass sich viele mit einem Plan B auseinandersetzen, um sich, ihre Familie und natürlich auch ihr Vermögen vor dem Krieg und den Folgen eines solchen Krieges zu schützen. Man sucht einen Plan B, man braucht ein Ass, was man aus dem Ärmel ziehen kann, wenn man sich entscheidet, dass jetzt die Zeit gekommen ist, zu handeln und diesen Plan B zu aktivieren. Und genau vor diesem Hintergrund veranstalten wir regelmäßig unser Schweizer Taschenmesser für dein Plan B Seminar in Zürich, wo wir auf alle Aspekte eines funktionierenden Plan Bs eingehen. Zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltsgenehmigung, Bankverbindungen weltweit, Edelmetalle außerhalb der EU aufbewahren, internationale Vermögensdiversifikation und vieles andere. Mit dabei ist Herr Generalaußerdienst Erich Warth, der uns dann hinter verschlossenen Türen sehr wichtige geopolitische Insights gibt. Insights, die du sonst nirgendwo bekommen kannst, weil er natürlich nach wie vor Beziehungen hat zu vielen wichtigen Playern in dem Bereich. Und du kannst vor dem Hintergrund dieses Wissens dann natürlich die richtige Entscheidung für deinen Plan B treffen. Wenn dich das interessiert, dann würde ich mich freuen, dich dort begrüßen zu können. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link in der Beschreibung dieses Videos. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Krieg droht zwischen den USA und Iran, beziehungsweise je nachdem, wann du dieses Video anschaust, ist der Krieg ja vielleicht auch schon ausgebrochen oder auch schon wieder Geschichte. Aber er wirft eben generelle Fragen auf, dieser Krieg, denn auch wenn Iran natürlich sehr weit weg klingt für uns, dann fragen wir uns natürlich, was hat das Ganze mit uns zu tun? Berührt das in irgendeiner Weise die Europäische Union? Die Welt ist ja heutzutage sehr vernetzt. Was können also konkrete Konsequenzen sein eines solchen Krieges, unabhängig wann er stattfindet, ob er jetzt stattfindet, ob er in einem Jahr stattfindet, ob er in 5 Jahren stattfindet. Auch vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja gerade die Bundeswehr dabei ist, gerade extrem aufzurüsten. Sie sucht eine Vorreiterrolle militärisch gesehen und das bringt natürlich auch neue Verantwortungen mit sich, Verantwortungen, unter denen dann möglicherweise deine Kinder leiden müssen, die in dieser Bundeswehr als Soldaten dienen. Daher habe ich mir gedacht, schauen wir uns mal an, spekulieren wir mal ein bisschen, was könnten eigentlich Konsequenzen sein eines solchen Konfliktes im Iran. Wir haben ja einige Experten in unserer Community, die im militärischen Bereich tätig sind oder die früher im Militär waren. Ich habe mir erlaubt, diese Experten einmal zu befragen und sie gebeten, mir ihre Sicht der Dinge, ihre Sicht der Lage zu schildern. Und was sie mir gesagt haben, das fasse ich in diesem Video zusammen. Wie gesagt, das sind jetzt alles natürlich nur Spekulationen, aber natürlich schon Spekulationen, die auf einem fundierten Wissen beruhen. Ich präsentiere dir das hauptsächlich, damit du eine bessere Entscheidungsgrundlage hast für die nächsten Schritte, für das, was richtig für dich ist, für deine Familie und natürlich auch dein Vermögen. Also zunächst möchte ich dir mal einen interessanten Artikel aus der Financial Times zeigen. Es geht um einen Leitartikel von Wali Nazar. Er ist Professor bei der Johns Hopkins Universität und er sagt ganz klar, dass der Iran auf Konflikt setzt, auf Krieg setzt und das nicht, weil sie den Krieg provozieren wollen, sondern sie sind sich sicher, sie können Präsident Trump nicht trauen. Die Amerikaner werden garantiert Iran angreifen und man muss jetzt die richtige Strategie finden, auf diesen Angriff zu reagieren. Jeder weiß, dass es für die USA wichtig ist, dass das ein gezielter, schneller und verheerender Angriff ist. Wir haben das ja schon beim vorherigen Angriff auf den Iran gesehen. Wir haben ja auch eine ähnliche Operation in Venezuela gesehen, als Maduro dort gefangen gesetzt wurde. Und nach Meinung des Autors versucht das iranische Regime genau dort anzusetzen. Das heißt, sie wollen diesen Konflikt möglichst in die Länge ziehen, wenn er dann kommt. Sie wollen letztlich dafür sorgen, dass die Amerikaner mürbe werden. Sie wollen dafür sorgen, dass Donald Trump letztlich die Zustimmung der Bevölkerung in den USA verliert und dass man somit also letztlich zu einem besseren Verhandlungsergebnis kommt, als wenn man jetzt mit den USA friedlich verhandeln würde. Soweit die Einschätzung von Professor Nazar. Das ist natürlich interessant. Das würde darauf hindeuten lassen, dass es kein schnelles Ende gibt dieses Konfliktes. Und je länger ein Konflikt dauert, desto mehr kann er natürlich außer Kontrolle geraten.
Vor diesem Hintergrund nun, was wäre ein Worst-Case-Szenario für Europa, für Deutschland, für die Bundeswehr in einem solchen Konflikt? Also zunächst mal das große Risiko, dass der Iran asymmetrisch zurückschlägt. Konventionell wird der Iran keine Chance gegen die USA haben, aber man hat ein ziemlich einflussreiches Netzwerk, zum Beispiel die Hisbollah. Sie ist natürlich geschwächt, ganz klar, aber sie könnte zum Beispiel eine zweite Front gegen Israel eröffnen. Wir haben irakische Schiiten-Milizen, die dann amerikanische Stützpunkte im Irak attackieren könnten. Und wir haben die Houthis in Jemen, und die Houthis im Jemen können zum Beispiel massive Angriffe fliegen auf Schiffe im Roten Meer, möglicherweise sogar Drohnen einsetzen gegen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Davon wäre dann zum Beispiel auch Dubai betroffen und Abu Dhabi. Und das hätte natürlich dann wirklich fatale Folgen für die internationale Community, für den internationalen Handel, und natürlich die Versicherungskosten würden explodieren. Dann haben wir immer noch die Hamas, auch sie natürlich geschwächt, aber auch hier könnte man sich vorstellen, dass Unruhen und neue Gewalt in Gaza und der Westbank drohen. Es ist also nicht mehr ein Konflikt nur zwischen USA und Iran, sondern es wird dann eben Iran und Israel und USA und die Vereinigten Arabischen Emirate. Also man hat dann ganz schnell das Problem eines Flächenbrandes. Eine weitere Dimension wäre natürlich die Straße von Hormuz. Du weißt, dass Iran diese kontrolliert. Eine sehr wichtige Schifffahrtsstraße, eine sehr enge Schifffahrtsstraße, extrem wichtig für die Lieferung von Öl und natürlich auch von Flüssiggas. Wenn es hier zu einer Unterbrechung des Handels führt, könnte das zur Folge haben, dass die Energiepreise massiv steigen. Damit gerät dann die Industrie noch weiter unter Druck. Sie leidet ja sowieso schon unter hohen Energiepreisen. Die Inflation wird stark steigen und natürlich die politische Stabilität wird auch in Deutschland davon extrem betroffen sein. Nun, man muss sagen, dass der Ölpreis ja momentan relativ niedrig ist, dass es relativ viel Öl gibt. Das heißt, hier kommt es natürlich vor allen Dingen darauf an, wie lange eine solche Sperrung der Straße von Hormuz andauern wird. Eine weitere Dimension eines solchen Konfliktes könnte sein ein Cyberkrieg und hybride Angriffe eben auch auf Europa. Man könnte zum Beispiel sich vorstellen, dass es Cyberangriffe gibt auf deutsche Energieversorger, auf deutsche Häfen, wie zum Beispiel Hamburg oder Bremerhaven, auf Banken oder auf die deutsche Börse. Möglicherweise können iranische Netzwerke und Terrorzellen in Deutschland und Europa aktiviert werden. Und darum gerade in Deutschland. Nun, du weißt ja, dass ein wichtiger Teil der amerikanischen Infrastruktur, auch der Befehlsstruktur der Amerikaner, von Deutschland aus tatsächlich ausgeführt wird. Gerhard Schröder hat sich ja immer damit gerühmt, letztlich, dass Deutschland nicht am Irakkrieg teilgenommen hat. Das stimmt natürlich. Aber natürlich wurde dennoch die ganze Koordination des Irakkrieges von Deutschland aus gemacht. Wenn das iranische Regime das Gefühl hat, dass auch bei einem Konflikt zwischen USA und dem Iran Deutschland eine wichtige Rolle spielt, wenigstens als Basis für die Befehlsstruktur der USA, könnte es eben solche Angriffe ebenfalls zur Folge haben. Ich sage nicht, dass das ein flächendeckender Blackout wäre, aber sicherlich genug Störung, um hier für große Unsicherheit in der Bevölkerung zu sorgen. Als nächstes müssen wir uns natürlich die Verbündeten von Iran anschauen, nämlich Russland und China. Die Russen unterstützen Iran politisch. Es gibt Geheimdienst und Waffenhilfe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier offen teilnehmen würden an einem Krieg gegen die USA. Aber man könnte zum Beispiel die Angriffe auf die Ukraine intensivieren. Da die Welt ja dann woanders hinschaut und nicht mehr so auf die Ukraine, könnte man diese Konfusion zum Beispiel ausnutzen. Auch China ist offiziell neutral. Es gibt natürlich umfassende wirtschaftliche Unterstützung Irans und China ist natürlich auch ein großer Käufer amerikanischen Erdöls. Auch hier könnte man möglicherweise sehen, dass ein solcher Konflikt willkommen wäre als Ablenkung, gerade wenn man vorhat, in Taiwan tätig zu werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass China sich hier in einen offenen Krieg mit den USA verwickeln lassen würde, nicht im Kontext von Iran, aber ich kann mir denken, dass das allgemeine Chaos, die allgemeine Unruhe als geopolitische Chancen genutzt werden wird. Konkrete Worst-Case-Folgen für Deutschland wären also zunächst mal eine angespannte Sicherheitslage im Inland, Terroranschläge, Anschläge auf jüdische Einrichtungen, Angriffe auf US-Einrichtungen, zum Beispiel Rammstein. Dann hätten wir als Folge massiven Polizeischutz auf Flughäfen und Bahnhöfen und die Stimmung kann dann natürlich relativ schnell kippen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, herbergt Deutschland eine ganz massive US-Militärinfrastruktur. Das Ganze kann natürlich dann schnell zu einer politischen Zerreißprobe führen. Würden solche US-Operationen über deutsches Territorium laufen, beziehungsweise von deutschem Territorium gelenkt werden, können wir davon ausgehen, dass es zu Prozessen kommt, möglicherweise zu Klagen, Diskussionen über Mitschuld. Die Regierung würde also massiv unter Druck geraten. Die Beziehung zu den USA würde möglicherweise weiter verschlechtert werden.
Man kann sich durchaus auch vorstellen, je nachdem, wie diese Lage sich entwickelt, dass die Bundeswehr unter erhöhte Alarmbereitschaft gesetzt wird, zum Beispiel um US-Kasernen zu schützen, kritische Infrastruktur zu schützen und auch in der Cyberabwehr. Es kann zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr kommen. Denken wir an Evakuierungsmissionen, Marineeinsätze zum Schutz von Seewegen. Und wenn die NATO irgendwie involviert wird, dann wäre natürlich auch die Bundeswehr mit dabei. Schon heute kämpft die Bundeswehr mit einer großen Materialbelastung. Es herrscht Munitionsmangel, es gibt ein Ersatzteilproblem und nur eine begrenzte Einsatzfähigkeit. Wenn man das jetzt alles noch kombiniert mit dem, was in der Ukraine abläuft und wie stark die Bundeswehr sowieso schon durch die Ukraine-Situation strapaziert ist, dann wäre jede weitere Eskalation natürlich eine echte Katastrophe für die Bundeswehr. Ich kann mir im Extremfall eine Verkettung folgender Ereignisse vorstellen, die schon ein echter Worst Case wären. Die Iraner blockieren die Straße von Hormuz, was die Folge hat, dass die Energiepreise explodieren. Die Hisbollah eröffnet eine zweite Front gegen Israel. US-Basen im Irak werden massiv angegriffen. Es gibt Cyberangriffe in Europa. Russland nutzt die Lage in Osteuropa aus. Deutschland wird durch US-Infrastruktur dort indirekt zum Ziel. Möglicherweise gibt es Sabotageakte und Anschläge. Wir hätten also keinen Weltkrieg im klassischen Sinne, aber eine globale Mehrzonendestabilisierung. Die Frage ist, würde es in Deutschland dann zum Spannungs- und Verteidigung kommen? Nun muss ich ganz klar sagen, ein US-Angriff auf den Iran würde in Deutschland nicht automatisch zum Spannungsfall führen. Entscheidend ist, ob eine Situation entsteht als Konsequenz durch Verkettung bestimmter Umstände, durch unabsehbare Folgen, in der ein bewaffneter Angriff auf Deutschland oder ein NATO-Gebiet wahrscheinlich wird. Warum auch immer das so kommt. Wir haben ja gerade eben schon einige der möglichen Eskalationsszenarien besprochen. Dann könnte man sich durchaus vorstellen, dass die deutsche Politik sagt, nun, wir müssen jetzt an den Verteidigungsfall denken. Wir müssen den Verteidigungsfall hochfahren. Der Spannungsfall ist eine Entsperrung für vorbereitende Maßnahmen. Die Folgen des Spannungsfalls, die kennst du wahrscheinlich, darüber haben wir auch schon gesprochen. Die allgemeine Wehrpflicht wird wieder eingeführt. Die bürgerlichen Freiheitsrechte werden eingeschränkt. Das heißt, die Versammlungsfreiheit wird eingeschränkt. Die Unversehrtheit der Wohnung wird möglicherweise eingeschränkt. Die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt. Möglicherweise kann es sich nicht mehr frei bewegen. Man denke nur an Lockdown. Man kann möglicherweise das Land nicht mehr verlassen. Also das könnte schon alles ziemlich extrem sein. Nichts von dem ist natürlich automatisch, ja. Die Politik müsste das dann entsprechend so entscheiden. Aber wenn man sich überlegt, dass das möglicherweise auch im Interesse der Politik sein könnte, dass es zu einer solchen Situation kommt. Viele haben das ja auch bei Corona so unterstellt, dass es in Wirklichkeit eigentlich im Interesse der Politik war. Dann könnte das natürlich hier ebenso diese Konsequenzen haben. Der Verteidigungsfall ist dann eben die letzte Ausbaustufe, sage ich jetzt mal. Dann würde wirklich die Bundeswehr den Auftrag zur Verteidigung erhalten. Aber ich kann mir solches Szenario ehrlich gesagt schwer vorstellen. Aber das Problem ist eben bei einem Krieg, dass er unabsehbare Folgen haben kann, dass man sehr einfach die Kontrolle verliert. Wir haben das ja schon bei vielen Kriegen in den letzten Jahrzehnten erlebt. Keiner dieser Kriege ist ausgegangen, wie man sich das vorgestellt hat. Weder Irak noch Afghanistan zum Beispiel, Syrien und all die anderen Konflikte, natürlich auch der Ukraine-Krieg nicht. Wie gesagt, aus iranischer Sicht wirkt Deutschland hier auf jeden Fall mit bei diesem Krieg, ob Deutschland das jetzt nun will oder nicht. Das ist eben das Tragische an der deutschen Geschichte und an der deutschen Geografie. Deutschland wird hier zum Spielball der Mächte, obwohl die deutsche Politik vielleicht gar nicht in den Krieg involviert werden möchte. Dadurch, dass eben wichtige Militärinfrastruktur sich in Deutschland befindet, kann Deutschland dort möglicherweise hineinrutschen, Opfer werden von hybriden Angriffen, von Terroranschlägen, was dann tatsächlich zu einem Spannungsfall führen kann. So, wie gesagt, das sind jetzt alles Spekulationen von mir und den Experten, mit denen ich gesprochen habe. Keiner kann die Glaskugel schauen, aber ich glaube, dass wir uns der Realität stellen müssen, dass vielleicht das Leben in Deutschland wenig sicherer ist, als wir uns das wünschen. Wir leben in gewisser Weise in einer Bubble, wir sind in gewisser Weise naiv, weil wir in den letzten Jahrzehnten diese wunderbare Zeit des Friedens letztlich in Europa hatten. Aber das ist eine historische Anomalie. Es ist unwahrscheinlich, dass das so weitergeht. Was dann das Ganze zum Kippen bringt, das wissen wir natürlich heute nicht. Ist es ein Konflikt zwischen dem Iran und den USA oder möglicherweise irgendwas anderes? Kommt es jetzt in 5 Jahren, in 20 Jahren? Wer weiß. Aber gerade wenn man jetzt noch jünger ist leider davon auszugehen, und ich glaube, da sind sich viele Militärexperten einig, dass zur Lebenszeit vor allen Dingen junger Leute heutzutage man noch einen großen Krieg in Europa miterleben wird. Du wirst das nicht verhindern können, aber was du machen kannst, ist, du kannst dich vorbereiten, du kannst dich so diversifizieren, dass du von einem solchen Konflikt möglichst wenig betroffen sein wirst. Bei jedem großen Konflikt, auch beim Zweiten Weltkrieg, gab es immer Länder, die sicher waren. Schauen wir uns in Europa zum Beispiel alleine Spanien an.
Spanien war im Zweiten Weltkrieg neutral. Spanien litt natürlich unter den Folgen des Spanischen Bürgerkrieges, ganz klar. Aber vom Zweiten Weltkrieg war man geschont. Es gab natürlich Engpässe, das ist ganz klar. Aber wenn man sich dann Länder anschaut, die weiter weg waren, die nicht in Europa waren, hat man dort vom Krieg vielfach überhaupt nichts gemerkt. Man kann sich so entsprechend aufstellen, man kann sich absichern. Es braucht aber eben Planung. Das ist nichts, was von alleine funktioniert. Krieg ist ja neben der Gefahr für Leib und Leben auch eine gigantische Vermögensvernichtungsgeschichte. Das haben ja gerade die Deutschen schmerzhaft erfahren müssen nach 2 Weltkriegen. Die Deutschen, die damals verbotenerweise, obwohl es streng unter Strafe gestellt wurde durch die Nazis, ihr Vermögen im Ausland belassen haben, Edelmetalle in der Schweiz hatten, Gold zum Beispiel, oder auch Geld in der Schweiz gesichert hatten, zum Beispiel unter anderem auch die SPD übrigens hat das ja getan, die blieben dann von der Zerstörung, von der Vernichtung dieses Vermögens nach dem Krieg bewahrt. Aber viele Deutsche, um nicht zu sagen die meisten Deutschen, sind natürlich durch den Krieg komplett mittellos geworden, außer sie hatten vielleicht Grund und Boden, außer sie hatten vielleicht Immobilie, dann wurde ihnen aber hier eine 50-prozentige Zwangshypothek im Rahmen des Lastenausgleichs reingeknallt. Also, wenn du schlau bist, dann stellst du dich international auf und stellst dich so auf, dass ein solcher Konflikt, wie auch immer er ausgehen mag, wie gesagt, wir können das ja nicht voraussagen, dir so wenig anhaben kann wie möglich. Oder vielleicht musst du akzeptieren, dass du einen gewissen Verlust hinnehmen musst, aber wenigstens keinen Totalverlust. Hoffen wir, dass es nicht dazu kommt, hoffen wir, dass wir sicher bleiben. Aber wie gesagt, ich rate dir auf jeden Fall, dich nicht auf Hoffnung zu verlassen, sondern konkrete Schritte zu unternehmen, dich und deine Familie und dein Vermögen zu schützen. Einige der Maßnahmen, die dafür notwendig sind im Rahmen eines Plan B, hatte ich dir vorhin schon genannt. Konten außerhalb der EU, zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltsgenehmigung, Immobilien außerhalb der EU, Vermögensdiversifikation, Edelmetalle außerhalb der EU. Wenn das Themen sind, die dich interessieren, wenn du an solchen Plan B arbeiten willst, dann würde ich mich freuen, dich bei unserem Seminar in Zürich begrüßen zu dürfen. Andernfalls natürlich gerne auch ein Beratungsgespräch buchen. Details dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Auswanderung, Plan B, Steueroptimierung im Ausland, zweite Staatsbürgerschaften und Vermögensschutz. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.